Hallo und herzlich willkommen zu den digitalen Quick-Tipps. Mein Name ist Arno Burger. In den Outlook-Kontakten möchte ich möglichst schnell alle Verteilerlisten herausfinden, die ich dort habe. Und wenn ich jetzt gerade in der Ansicht für die Personen bin und ich schaue hier durch, dann stelle ich fest, dass das gar nicht so einfach ist, die zu entdecken. Hier wäre zum Beispiel eine, wenn ich die anklicke, sehe ich das dann auch, dass die Mitglieder hat. Aber letztendlich ist es hier relativ schwer zu entdecken. Und auch wenn wir auf die Visitenkarten gehen, also dann würde man das hier an Gruppe erkennen oder eben hier an Gruppe oder auf den Karten, da findet man es ein bisschen über das Symbol, aber es ist nicht wirklich gut sichtbar. Und die schnellste Möglichkeit, wie ihr hier einen Überblick bekommen könnt, welche Verteilerlisten ihr habt, ist, dass ihr die aktuelle Ansicht umstellt auf Liste und dann sortiert ihr hier über das Symbol und dann habt ihr alle Verteilerlisten entweder ganz unten oder ihr habt alle Verteilerlisten ganz oben. Wenn euch Verteilerlisten mehr interessieren, dazu habe ich euch 2 Videos in der Infokarte verlinkt. Einmal ganz grundsätzlich zu Verteilerlisten und dann auch zum temporären Auflösen von Verteilerlisten. Wenn ihr jetzt sehr viele Kontakte habt und ihr braucht oft einen schnellen Überblick über Verteilerlisten, dann ist es besser, ihr legt euch eine aktuelle Ansicht an, wie ich das hier gemacht habe, die dann einfach nur noch die Verteilerlisten anzeigt. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr Ansichten erstellt, habe ich euch auch ein Video in der Infokarte verlinkt. Der Knackpunkt hier bei dieser Erstellung in den Ansichteneinstellungen ist das Filtern. Und hier beim Filtern brauchen wir das Register erweitert und die Einstellung nennt sich Nachrichtenklasse enthält IPM.distList. Das heißt, ihr geht hier auf Feld, wählt alle Kontaktfelder, sucht euch dann unter N die Nachrichtenklasse, das enthält, steht da automatisch drin und dann gebt ihr noch ein IPM. und Dist für Distribution und List. Und das fügt ihr hinzu und dann könnt ihr danach suchen. Wenn du noch Fragen hast zu Verteilerlisten, zu Ansichten, schreib die unten in die Kommentare. Ich beantworte die immer gern. Ansonsten viel Spaß beim Anwenden und Ausprobieren und bis zum nächsten Video. Ciao, euer Arno.